Stell dir vor, du könntest Leute auf ihrem Bildschirm erreichen, die noch nie ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bei dir hinterlassen haben. Und das mit Klickraten, die deinen Newsletter locker übertreffen können. Genau das können Web-Push-Nachrichten. In diesem Video zeige ich dir, was Web-Push überhaupt ist und wie es sich von Mobile-Push unterscheidet und was du technisch und rechtlich dafür brauchst. Und am Ende setzen wir das Ganze gemeinsam in Brevo um. Wenn du bei diesem Video gleich live mitmachen möchtest, dann empfehle ich dir schon mal einen Demo-Termin über tutorialcenter.tv/brevo-push zu vereinbaren, denn für das Push-Marketing benötigst du mindestens den Professional-Tarif. Die Details zu den Preisen und deinen Anforderungen werden hier im Demo-Call mit dem Team besprochen oder du klickst direkt auf Anmelden und schaust dir erst einmal die anderen Funktionen von Brevo an. Web-Push-Nachrichten sind kurze Mitteilungen, die direkt auf dem Bildschirm deiner Besucher erscheinen, egal ob auf dem PC, Mac, Android-Gerät oder auch iPhone. Sie funktionieren in allen gängigen Browsern, wie zum Beispiel Chrome, Firefox oder auch Safari. Das Spannende dabei ist, dass die Person gar nicht auf deiner Website sein muss, um die Nachricht zu bekommen. Es reicht schon, dass sie ihren Browser geöffnet hat. Aufgebaut ist so eine Nachricht meist aus einer kurzen Überschrift, einem kurzen und knappen Text, optional einem Bild, einem Link und einem Call-to-Action-Button. Damit kannst du Leute ansprechen, die dir weder ihre E-Mail-Adresse noch ihre Telefonnummer gegeben haben. Sobald jemand auf deine Website kommt und dem Erhalt von Push-Nachrichten zustimmt, dann kannst du ihm oder ihr Botschaften schicken. Aber wie unterscheidet sich das jetzt eigentlich von den Push-Nachrichten, die du vielleicht von deinem Smartphone kennst? Diese mobilen Push-Benachrichtigungen kennst du wahrscheinlich von Apps auf deinem Smartphone. Sie erscheinen in der Nachrichtenleiste oder auf dem Sperrbildschirm. Das Problem dabei ist, um diese mobilen Push-Nachrichten überhaupt nutzen zu können, brauchst du eine eigene App, zum Beispiel für deinen Online-Shop. Für kleinere Unternehmen ist das natürlich oft schlicht nicht realistisch. Web-Push-Benachrichtigungen auf der anderen Seite brauchen nur die eigene Website. Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt im Opt-in. Beim Web-Push müssen die Nutzer aktiv zustimmen, bevor sie Nachrichten bekommen. Bei vielen Apps ist es dagegen oft umgekehrt. Push-Nachrichten sind standardmäßig aktiviert und die Nutzer müssen sie erst aktiv wieder abschalten. Aber was genau brauchst du für Web-Push eigentlich konkret? Schauen wir uns mal die Voraussetzungen an. Für die Umsetzung brauchst du ein Push-Tool, das komplett die Technik und die Gestaltung deiner Nachricht für dich übernimmt. Und dann musst du je nach Anbieter über ein Plugin oder einen Code die Verbindung zwischen deinem Tool und deiner Website herstellen. Und als alternativen Weg gibt es noch die eigene Integration über die Push API, also die Schnittstelle, die von Browsern wie Chrome, Firefox oder Edge bereitgestellt wird. Dafür brauchst du dann aber Programmierwissen. Für die allermeisten Unternehmen ist die erste Option, also ein fertiges Push-Marketing-Tool wie Brevo, der mit Abstand einfachste Weg, weil du dort einfach direkt eigene Push-Nachrichten gestalten, automatisieren und auswerten kannst, ohne selbst zu programmieren. Kurz zu Brevo, falls du das Tool noch gar nicht kennst. Brevo kommt ursprünglich aus dem E-Mail-Marketing, ist aber inzwischen eine echte All-in-One-Lösung für die gesamte Kundenkommunikation geworden. Mit E-Mail, SMS, WhatsApp, Chat und CRM unter einem Dach. Das Unternehmen kommt aus Frankreich, ist also europäisch und DSGVO-konform, wird aber mittlerweile schon von über 600.000 Unternehmen weltweit genutzt. Und das Schöne ist, dass Brevo einen umfangreichen, dauerhaft kostenlosen Tarif hat, mit dem du dich erstmal ganz unverbindlich umschauen kannst. Und den bekommst du unter anderem auch über tutorialcenter.tv/brevo-push. Beim Opt-in für eine solche Push-Nachricht läuft das Ganze jetzt so ab. Beim Besuch deiner Website erscheint in der Regel oben ein Pop-up. Das fragt dann, ob die Person Push-Benachrichtigungen erhalten möchte. Klickt sie jetzt auf Ja, ist sie ab diesem Moment ein Abonnent. Nutzer können Push-Nachrichten jederzeit in ihren Browser-Einstellungen auch wieder blockieren. Was ich dir aber empfehlen würde, stell die Opt-in-Frage nicht sofort beim ersten Seitenaufruf, sondern warte erstmal einen Moment ab, damit die Person erstmal einen Eindruck von deiner Seite bekommt. Das erhöht erfahrungsgemäß die Zustimmungsrate. Kommen wir nun aber zum praktischen Teil. Wie setzt du das Ganze konkret in Brevo um? Nachdem du auf den Link in der Videobeschreibung geklickt hast, kommst du auf diese Seite. Wenn du auf Rabatt sichern klickst, dann kannst du dir direkt deinen Brevo-Account erstellen. Die Registrierung geht per Google, Apple oder E-Mail. Du durchläufst danach noch kurz den Onboarding-Prozess mit Angaben zu deinem Unternehmen und der Bestätigung deiner Telefonnummer und kannst danach dein Paket auswählen. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich nach der Zahl der E-Mails, die du pro Monat verschicken möchtest. Im kostenlosen Tarif sind 300 Mails am Tag inbegriffen. Außerdem gibt es verschiedene Pakete für den Bereich Marketing, Sales, aber auch die Chat-Funktion oder Brevo Phone sind extra Pakete, die du dynamisch zusammenstellen kannst. Für einen jährlichen Tarif gibt es Rabatte im Vergleich zur monatlichen Zahlung. Für das Push-Marketing benötigst du mindestens den Professional-Tarif. Möchtest du stattdessen erst einmal kostenlos starten, klickst du einfach hier oben links auf das Brevo-Logo und landest dann im kostenlosen Plan.
Um jetzt hier aus dem Brevo Dashboard deine Push-Nachrichten zu konfigurieren, gehst du auf Marketing und dann in die Kategorie Push. Vor dem Senden der ersten Kampagne musst du zunächst einmal die Konfiguration durchlaufen. Das geht hier. Dort hast du die Wahl zwischen Website-Push-Nachrichten oder in höheren Tarifen auch Android- oder iOS-Push-Nachrichten. In diesem Fall geht es um eine Integration in deine eigene App. Das bedeutet, die Voraussetzungen für diese beiden Funktionen sind Apps, während du, wenn du Website auswählst, du keine App brauchst und prinzipiell auch auf mobilen Browsern Push-Nachrichten versenden kannst. Trag nun zunächst einmal die URL der Website ein, auf der Push-Nachrichten angezeigt werden sollen. Ich klicke dafür hier auf Website hinzufügen und muss nun meine Webadresse kopieren. Das mache ich hier aus meinem WordPress Backend, kopiere mir meine URL und trage sie hier bei Brevo ein und klicke dann auf Website hinzufügen. Jetzt muss die Einrichtung abgeschlossen werden. Die Einrichtung kann entweder über ein WordPress-Plugin oder über die Integration in WooCommerce oder mit dem Google Tag Manager oder dem Brevo Tracker erfolgen. Nutzt du WordPress, dann empfehle ich dir die Integration über das WordPress-Plugin. Für alle anderen Website-Typen, zum Beispiel wenn du mit einem Website-Baukasten arbeitest, nutzt du eher den Brevo Tracker. Hast du schon den Google Tag Manager installiert, das ist eine Möglichkeit von Google, mehrere Tags simultan zu verwalten, dann ist auch das eine schöne Möglichkeit. Ich zeige dir einmal den Weg über das WordPress-Plugin. Dafür musst du dir nur einmal das WordPress-Plugin herunterladen, auf deiner WordPress-Seite auf Plugin hinzufügen gehen, das Plugin auswählen und installieren und nach der Installation taucht hier unten links Brevo auf. Und da du schon einen Brevo-Account hast, kannst du den ersten Schritt überspringen und dir direkt einen API-Schlüssel generieren. Klick dafür einfach hier auf die Verlinkung, du landest dann direkt in der richtigen Brevo-Einstellung, wo du dir nun einen neuen API-Schlüssel anlegen kannst. Und der muss jetzt nur noch hier eingefügt werden, danach klickst du auf Login und dein Account ist aktiviert. Hier findest du dann Informationen zu deinem Account und du siehst auch, dass Webpush hier mit bis zu 100.000 Abonnenten inklusive ist. Hier gibt es auch ein eigenes Webpush-Dashboard, was du von hier aus erreichst. Wenn deine Website jetzt aber nicht auf WordPress basiert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall den Google Tag Manager zu verwenden. Hier bekommst du nämlich eine Setup-Datei und diese Dateien musst du jetzt ins Stammverzeichnis deiner Website hochladen. Das bedeutet, du musst dich per FTP zu deinem Webhoster verbinden. Dafür habe ich mir zunächst einmal die Datei von Brevo entpackt und ziehe die jetzt per Drag and Drop auf mein Hauptverzeichnis. Danach kannst du überprüfen, ob es geklappt hat, indem du auf Setup-Dateien überprüfen klickst. Als nächstes muss noch dein Brevo Tracker Code hinzugefügt werden. Das ist eine Skriptdatei und diese füge ich mir als neues Tag über den Google Tag Manager hinzu. Alternativ könntest du sie auch in den Head-Tag deiner Website einfügen. Der Typ ist benutzerdefiniertes HTML, der Trigger sollte auf All Pages gestellt sein. Danach musst du natürlich noch deine Änderungen als neue Version rausbringen. Danach besuchst du jetzt einige deiner Webseiten und klickst dann auf Brevo Tracker überprüfen. Wenn du jetzt deine Website besuchst, dann sollte hier oben eine Frage auftauchen und die werden auch die Nutzer sehen. Und zwar tutorialcenter.tv möchte Benachrichtigungen anzeigen. Nutzer können das dann blockieren oder zulassen. Je nach Browser sieht dieses Menü etwas anders aus. Ich klicke hier mal auf Zulassen. Nutzer können das dann auch verwalten, indem sie hier Benachrichtigungen wieder ausschalten. Denke daran, nach dem Hinzufügen des Brevo-Trackers deine Datenschutzerklärung zu erweitern. Jetzt, wo die Verbindung zur Website hergestellt ist, können wir unsere erste Push-Kampagne erstellen. Dafür klickst du hier auf Kampagne erstellen und dann Push. Sie bekommt danach einen Namen und dann klickst du auf Kampagne erstellen. Jetzt kann zunächst der Empfängerkreis ausgewählt werden und der wird über Listen oder Segmente bestimmt. Erstell dir doch am besten aus deinen Kontakten eine eigene Liste für den Empfang von Push-Benachrichtigungen. Ich habe mir hier mal eine Liste ausgewählt und sehe danach meine Empfängeranzahl. In den erweiterten Einstellungen könnte ich übrigens auch noch einzelne Kontakte, einzelne Listen auch wiederum ausschließen oder mit einem bestimmten Filter sagen, dass Kontakte, die ein bestimmtes Attribut haben, wiederum ausgeschlossen werden sollen. Hier unten bei den Plattformen kannst du außerdem noch genauer sagen, ob du auch auf mobilen Browsern oder nur am Desktop deine Webpush-Nachrichten ausspielen möchtest. Danach klickst du auf Speichern. Es gibt nun die sogenannte Sendekadenz. Die Zustellgeschwindigkeit beschreibt, wie viel Zeit zwischen dem Ausspielen und der tatsächlichen Anzeige beim Nutzer vergehen soll. Und die Häufigkeitsbegrenzung sagt, wie viele Push-Nachrichten maximal ein Nutzer am Tag bekommen soll. Zum Beispiel für News wäre hier die Benachrichtigung auf 2-mal in den letzten 60 Minuten belegt. Du könntest aber auch das Preset für Marketing auswählen. Hier ist nur eine Benachrichtigung in den letzten 7 Tagen erlaubt. Die Standardeinstellung von 10 Benachrichtigungen in 24 Stunden ist schon relativ viel. Bei den Druckeinstellungen gelangst du zu Marketing und Kampagnen und könntest hier auch noch genauere Einstellungen zum Schutz deiner Abonnenten treffen. Also hier die maximale Anzahl an Push-Benachrichtigungen zum Beispiel auch auf 5 pro Tag reduzieren.
Hier lassen sich auch die einzelnen Kategorien steuern. Jetzt müssen wir natürlich noch den Inhalt unserer Push-Benachrichtigung konfigurieren und das geht hier links. Dafür bekommst du zunächst einen Titel. Im Titel kannst du auch Emojis verwenden und im Inhalt kannst du mit Variablen arbeiten. Zum Beispiel den Vornamen des Nutzers hier eintragen. Dafür wähle ich mir hier den Vornamen aus und bekomme dann einen Platzhalter eingegeben und könnte nun noch einen Satz formulieren, der dann mit dem Platzhalter ersetzt wird. Hier rechts siehst du gleich eine Vorschau, in dem Fall Google Chrome. Optional kannst du auch ein Bild hinzufügen, das maximal 5 MB groß sein darf und dann hier auf der rechten Seite in der Push-Nachricht angezeigt wird. Die Darstellung sieht auf jedem Endgerät ein bisschen anders aus und auf manchen Endgeräten kannst du auch wählen, ob ein Bild vergrößert oder verkleinert dargestellt werden soll, was du hier einstellen. Die 120 Zeichen Begrenzung hilft dir, einfach deine Nachricht kurz und knapp zu halten, was für dieses Format richtig ist. Jetzt braucht deine Push-Benachrichtigung auf jeden Fall noch ein Ziel, denn wenn darauf geklickt wird, leitest du den Nutzer an die URL, die du hier einträgst, weiter. In meinem Fall möchte ich, dass auf die Unterseite zu Dienstleistungen verlinkt wird. Über die Plattformeinstellungen könntest du noch genauer festlegen, welche URL du auf welcher Plattform, also Web oder Mobil, du ausspielen möchtest. Außerdem lassen sich hier die einzelnen Elemente der Push-Nachricht noch mit unterschiedlichen URLs verlinken. Würdest du hier bei URL oder Deep Link etwas eintragen, dann würde der davor gewählte Deep Link überschrieben werden. Das Symbol hier auf der rechten Seite könnte so zum Beispiel ein anderes Linkziel bekommen, als das, was in der Hauptkarte dargestellt wird. Weiter unten gibt es noch die erweiterten Einstellungen. Deep Links ermöglichen zum Beispiel, Nutzer auf bestimmte Unterseiten deiner App oder Website zu bringen und dort bestimmte Dinge vorauszufüllen, wie zum Beispiel Reisedaten, wenn es um einen bestimmten Reisezeitraum gehen soll. Über Nutzdaten könntest du dann noch weitere Parameter mit anhängen, die dafür sorgen, dass du das Tracking darüber laufen lassen kannst. Deaktivierst du die UTM-Parameter, dann verlierst du die Möglichkeit zum Beispiel über UTM-Campaign oder UTM-Medium zu messen, über welche Quellen die Nutzer genau gekommen sind. Ich trage mir in dem Fall hier noch einen solchen UTM-Parameter mit ein. Die Vorschau kannst du dir jetzt noch für verschiedene Plattformen ansehen. So sieht zum Beispiel bei Windows das Ganze anders aus als auf macOS oder im Android-Webbrowser. Jetzt kannst du diese Push-Nachricht direkt an deine Nutzer ausspielen, zum Beispiel indem du auf Jetzt oder später versenden klickst. Mit Jetzt senden geht sie sofort raus, mit später senden planst du sie. Nachdem du eine Nachricht ausgespielt hast, kannst du danach die Statistiken sehen, also wie viele Bestätigungen du bekommen hast, wie viele Klicks passiert sind und daraus dann mehr Infos ableiten. Du kannst dir danach noch weitere Details in den Statistiken dazu ansehen. Da gibt es dann einen Performance, da siehst du dann noch genauer nach Stunden, Tag, Woche und Monat und verschiedenen Gruppierungen, wie auf deine Push-Nachrichten reagiert worden ist. Das kannst du dir auch als CSV-Export laden. Ich sehe die gleichen Statistiken auch direkt in meinem WordPress-Backend, weil ich mir das Brevo-Plugin installiert habe. Da sehe ich hier den Überblick über den Zuwachs meiner Abonnenten, die Statistiken und könnte hier jetzt noch in die Subscription Prompts gehen. Was wir hier oben links gesehen haben, ist die Standardbenachrichtigung von Google Chrome. Du könntest allerdings hier auch genauer einstellen, wie das aussehen soll. Zum Beispiel mit einer Glocke unten links, die du danach über Configure genau konfigurieren kannst. So kann diese ein eigenes Icon, eine eigene Farbe und natürlich auch eine eigene Positionierung haben. Hier solltest du die Call to Actions einmal übersetzen und für dich personalisieren. Außerdem kannst du auswählen, auf welchen Unterseiten genau die Benachrichtigung mit der Glocke überhaupt zu sehen sein soll oder auf welchen Seiten sie entsprechend auch ausgeschlossen sein soll. Es muss immer auch einen Unsubscription-Dialog geben, also die Möglichkeit, dem Nutzer auch das Ganze wieder abzubestellen. Du könntest aber auch, wenn Nutzer schon abonniert haben, die Glocke für diese dann nicht mehr anzeigen. Nutzern wird außerdem die Möglichkeit gegeben, die über sie gespeicherten Daten herunterzuladen, was du hier verhindern oder aktivieren kannst. Das würde ich ebenfalls auf Aktiv lassen. Wenn das alles passt, musst du zunächst auf Save klicken. Erst dann würde hier auf deiner Website die Glocke unten links auftauchen. Hier siehst du sie und könntest so, weil ich schon abonniert bin, auch wieder auf Abbestellen gehen oder das Ganze wieder abonnieren. Über die Einstellung hat der Nutzer dann hier die Möglichkeit, alle Infos herunterzuladen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit der Glocke unten links, sondern auch den HTML-Dialog. Der HTML-Dialog hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ich empfehle dir, ihn nicht sofort zu zeigen, sondern zum Beispiel erst, nachdem der Nutzer schon 3 Sekunden auf deiner Website ist. Ich habe mir hier einmal die wichtigsten Schriftsätze übersetzt und kann jetzt noch die Farben benutzerdefiniert einstellen. So zum Beispiel möchte ich, dass mein Button zum Bestätigen orange ist. Du kannst hier noch die Position auswählen und die Info über Brevo ebenfalls ausschalten.
Die letzte Möglichkeit ist noch der Inline-Link. Du siehst hier rechts ein Beispielbild. Und zwar würde dann zum Beispiel am Ende deines Blogartikels noch immer die Möglichkeit bestehen, einen Link zum Abonnieren der Browser-Push-Benachrichtigungen zu haben. Und das würdest du als eigene CSS-Klasse oder ID anlegen. Diese ID kannst du dann in deinen Artikeln oder Beiträgen verwenden und dort ein entsprechendes Abonnieren-Element erscheinen lassen. Nach erfolgreicher Konfiguration kannst du jetzt die CSS-Klasse oder ID benutzen. Die Campaigns sind hier das gleiche, was wir eben auch in Brevo ausgesteuert haben, und in den Settings gibt es ebenfalls nochmal mehr Möglichkeiten. Und zwar könntest du dir eine Automatisierung bauen, zum Beispiel automatisch eine Benachrichtigung an die Abonnenten zu senden, wenn du etwas Neues in WordPress veröffentlichst. Und auch hier lässt sich dabei eine spezifische Liste an Empfängern auswählen. Die Pressure Settings haben wir vorhin direkt in Brevo verwaltet. Auch hier kannst du nochmal UTM-Parameter konfigurieren und auch hier auswählen, ob ein Push-Notification-Subscriber direkt auch als Brevo-Kontakt angelegt werden soll. Wenn das der Fall ist, dann kannst du sie danach auch in weiteren Automationen in Brevo verwenden. Und jetzt kommt der Teil, der das Ganze richtig stark macht: die Integration in eine Automatisierung. Du musst Web-Push-Nachrichten nämlich nicht jedes Mal manuell verschicken, sondern kannst sie als einen von mehreren Schritten in einen automatisierten Workflow einbauen. Das zeige ich dir jetzt. Das geht hier unter Automation und Workflows und dort kannst du dir dann entweder mit KI ein Workflow-Template bauen oder von Grund auf neu starten. Und wenn du hier bei den Triggern herunterscrollst, dann siehst du schon, dass du einige Möglichkeiten hast, die Push-Nachrichten als Trigger zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer eine Sitzung gestartet hat, der bereits Push-Nachrichten auf deiner Website erlaubt hat, dann könnte dieser Kontakt, wenn er deinen Filterkriterien entspricht, danach eine Aktion auslösen. Und zwar könnte die Aktion ebenfalls eine neue Push-Nachricht sein. Die findest du hier unter Nachrichten und da gibt es dann die Push-Benachrichtigung senden. Und da kannst du dann wieder eine neue Push-Nachricht einspeichern oder aus deinen gespeicherten Templates eine nehmen. Und nun würde die angelegte Aktion hier ausgespielt werden. Dabei kannst du natürlich auch noch wieder zwischen den Plattformen filtern und auch den Zeitplan anpassen, also zu welchen Uhrzeiten rausgeschickt wird, und dir zusätzlich mit den Regeln auch noch, wenn du möchtest, zum Beispiel eine Verzögerung einbauen, wenn ein Nutzer zum Beispiel erst nach einer Minute auf der Website diese Benachrichtigung bekommen soll. Und so kannst du Push-Nachrichten jetzt auch wiederum mit anderen Aktionen, wie zum Beispiel dem Versenden einer E-Mail oder SMS kombinieren und damit schlaue Automationen bauen. Am besten testest du deine Automation am Anfang kurz und wenn alles passt, klickst du auf Automation aktivieren und findest diese dann in deinem Automations-Dashboard. Jetzt weißt du, wie es technisch geht. Was ich dir empfehlen würde, ist immer die Texte konsequent kurz zu halten, im Idealfall nur einen einzelnen prägnanten Satz zu formulieren, damit eben der Browser deine Nachricht nicht abschneidet. Web-Push-Nachrichten sind für mich einer der am meisten unterschätzten Kanäle im Marketing-Mix. Du erreichst damit Menschen, die du sonst komplett verlieren würdest. Die Klickraten, die sind echt hoch und die technische Einstiegshürde ist mit einem Tool wie Brevo wirklich gering. Kombiniert mit E-Mail oder SMS in einer Automatisierung wird daraus ein richtig starkes Werkzeug, um sowohl neue Leads einzufangen, aber auch bestehende Kunden langfristig zu binden. Wenn du das jetzt gleich selbst ausprobieren möchtest, dann vereinbare am besten eine Demo mit dem Brevo-Team über tutorialcenter.tv/brevo-push. Mehr zu meiner Erfahrung mit Brevo als All-in-One-Plattform für E-Mail, SMS, WhatsApp, Sales und Support erfährst du übrigens auch in diesem Video. Ich wünsche dir alles Gute.